Hallihallo! Seid ihr bereit für ein neues Deutschlernabenteuer mit einer Kriminalgeschichte? Wenn ja, dann lasst uns anfangen und neue Wörter und Ausdrücke lernen. Es ist sehr gut für dein Lernen, wenn du die Geschichte am Anfang einmal ohne Text hörst und sie im zweiten Teil mitliest, während du sie hörst. Dann lasst uns loslegen! Als Tanja am Morgen den Briefkasten leerte, fand sie darin einen Brief. Es war ein Brief ohne Absender, ohne Namen. Hastig öffnete sie den Umschlag und las den Brief. Liebe Tanja, wir laden dich zu einer wichtigen Konferenz ein. Es geht um eine geheime Angelegenheit. Komme morgen früh um 7 Uhr zu dieser Adresse. Wichtig ist, dass du allein kommst und niemandem von der Konferenz erzählst. Das war der merkwürdigste Brief, den Tanja in ihrem Leben erhalten hatte. Tanja war Archäologin. Sie hat schon an vielen Orten in der Welt an Ausgrabungen teilgenommen. Aber zu einer geheimen Konferenz war sie noch nie eingeladen worden. Warum wurde in dem Brief nicht gesagt, worum es geht? Und warum hatte der Brief keinen Absender? Tanja versuchte, im Internet den Ort zu finden, zu dem sie morgen kommen sollte. Die folgende Nacht schlief Tanja sehr unruhig. Sie träumte wirre Dinge von einem Geheimtreffen, bei dem die merkwürdigsten Leute anwesend waren. Als Tanja am Morgen nach einem sehr unruhigen Schlaf erwachte, war sie unentschlossen. Einerseits erschien es ihr unsicher, einer so mysteriösen Einladung zu folgen. Auf der anderen Seite konnte sie aber ihrer Neugier nicht widerstehen. Sie machte sich bereit, schminkte sich und zog offizielle Kleidung an. Es war nicht einfach, das passende Outfit für ein Treffen zu finden, über das sie nichts wusste. Als Tanja an der Adresse ankam, die in dem Brief stand, war es schon dunkel. Das Gebäude wirkte verlassen. Sie war so aufgeregt, dass sie ihr Herz schlagen hörte. Eine Minute später stand sie in einem großen Saal. Der Saal war voller Menschen, die still und erwartungsvoll dasaßen. Tanja setzte sich in die erste Reihe. Kurz darauf trat ein sehr ernst blickender Mann vor die Menschen. Gut, dass Sie alle zu diesem äußerst wichtigen Treffen gekommen sind. Ich brauche dringend Ihre Mithilfe in einem Fall von großer Wichtigkeit. Es geht um einen merkwürdigen Fall, wie er in unserer Stadt so noch nie vorgekommen ist. Aus der archäologischen Staatssammlung verschwand vergangene Woche ein sehr wertvolles Objekt. Es handelt sich um eine einzigartige Statue eines ägyptischen Falken. Er besteht zu 87% aus Gold und sein Wert beträgt 3 Millionen Euro. Wir haben Hinweise, dass sich das Objekt in Deutschland befindet. Sie alle haben durch ihre Arbeit als Kunsthistoriker, Archäologen, Kunsthändler oder Detektive wertvolles Wissen, das helfen kann, den ägyptischen Falken zu finden. Wer Hinweise liefert, erhält eine Belohnung im Wert von 150.000 Euro. Das hatte Tanja nicht erwartet. Ein Kunstobjekt im Wert von Millionen von Euro war verschwunden. Und eine ausgewählte Gruppe von Menschen wurde einbezogen, bei der Aufklärung des Falls zu helfen. Am nächsten Morgen begann Tanja mit der Recherche. Der ägyptische Falke war ihr bisher noch nie begegnet. Sie durchsuchte alle ihre archäologischen Bücher. Da sie in den Büchern keinen Hinweis fand, recherchierte sie im Internet weiter.
Auch auf den Webseiten der Museen wurde kein ägyptischer Falke erwähnt. Nach 5-stündiger Suche wurde Tanja klar: Dieser ägyptische Falke existierte nicht. Er musste erfunden sein. Als Tanja am Abend an ihren Arbeitsplatz zurückkehrte, merkte sie, dass etwas mit ihrem Laptop nicht stimmte. Jemand versuchte, heimlich auf ihre Mails und ihre Ordner zuzugreifen. Sie nahm das Telefon und rief eine Freundin an, um sich einen Rat zu holen. Während sie redete, merkte sie, dass sie etwas ganz Bestimmtes tun musste. Sie musste dem Hacker eine Falle stellen. Tanja vermutete, dass das Hacken ihres Laptops mit der geheimen Konferenz zu tun haben könnte. Jemand versuchte, an Informationen über den ägyptischen Falken heranzukommen. Um den Hacker zu finden, legte Tanja geschickt eine falsche Spur auf ihrem Laptop. Sie markierte einen Standort im Wald und schrieb an eine erfundene Adresse, dass der wertvolle Falke dort vergraben worden ist. Dann stieg sie in ihr Auto und fuhr zu der Stelle, die sie markiert hatte. Sie hoffte, dass sie so die Person, die sie gehackt hatte, zu diesem Ort locken würde. Der Wald, den Tanja als das Versteck des ägyptischen Falken markiert hatte, war ein sehr verlassener Wald. Als sie ankam, staunte sie nicht schlecht. Ein schwarzer Mercedes stand am Waldrand. War es möglich, dass der Hacker sofort zu dieser Stelle gekommen war? Sie lief den Waldweg entlang, der zu der markierten Stelle führte. Außer dem Gesang der Vögel war kein Geräusch zu hören. Je tiefer sie in den Wald vordrang, desto beunruhigter wurde sie. Sie hatte nichts dabei, mit dem sie sich verteidigen konnte. Kein Messer, kein Spray, nichts. Sie blieb an einem großen Baum stehen, von dem aus sie einen guten Blick auf die markierte Stelle hatte. Es verging 1 Stunde, 2 Stunden und plötzlich tauchte die Gestalt eines Mannes auf. Mit seiner Schaufel grub er genau an der markierten Stelle. Während er grub, schaute er sich immer wieder ängstlich um. Tanja wollte sich noch besser hinter dem Baum verstecken, um unentdeckt zu bleiben. Doch sie trat auf ein Stück Holz, das unter ihren Füßen brach. Sie rutschte ab und fluchte leise: So ein Mist! Der Unbekannte erschrak, als er das Knacken des Holzes hörte, und ergriff sofort die Flucht. Panisch rannte er in die Richtung, aus der Tanja gekommen war. Zum Glück hatte er sie nicht hinter dem Baum entdeckt. Tanja war es auch nicht gelungen, sein Gesicht zu erkennen, denn es wurde schon langsam dunkel. Sie ärgerte sich, dass sie durch ihre Tollpatschigkeit eine einmalige Chance verloren hatte. Vielleicht war es die einzige Chance, den Mann zu finden, der Zugriff auf ihren Laptop hatte. Am nächsten Tag dachte sie lange darüber nach, wie sie jetzt weitermachen sollte. Wie hingen diese beiden Dinge zusammen? Ein Kunstobjekt, das wahrscheinlich gar nicht existierte, und ein unbekannter Hacker, der auf ihren Laptop zugriff. Als sie aus dem Fenster blickte, bekam sie einen Schock. Auf der Straße stand der schwarze Mercedes, den sie gestern im Wald gesehen hatte. Sie wurde verfolgt. Tanja verließ sofort ihre Wohnung. Sie nahm die Fluchttreppe im Hinterhof, um nicht entdeckt zu werden. Von dort rannte sie in die Bibliothek, die 5 Minuten von ihrem Haus entfernt lag. Sie schaute sich im Lesesaal um. Hier war sie sicher, denn niemand käme auf die Idee, in der Bibliothek nach ihr zu suchen. Ihr Blick fiel auf einen Mann, der regungslos am Fenster stand. Er schien ganz versunken in seine Gedanken zu sein.
Auf einmal drehte er sich um und schaute Tanja in die Augen. Waren Sie nicht auch auf dem geheimen Treffen, bei dem es um den ägyptischen Falken ging? Tanja bejahte die Frage des Mannes, der sich nicht einmal vorgestellt hatte. Ich verfolge schon länger Ihre Arbeit, Tanja. Sie haben schon in vielen archäologischen Zeitschriften interessante Artikel geschrieben. Ich bin übrigens Nikolas. Tanja erschrak. Woher kannte er ihren Namen? War er ein Spion oder einfach ein Kunstinteressierter? Mir ist aufgefallen, dass einige der Objekte, über die Sie einen Artikel geschrieben haben, später verschwunden sind. Die berühmte türkise Vase aus Kreta. Sie ist 2019 auf mysteriöse Art aus dem Berliner Kunstmuseum verschwunden. Die Büste des Poseidon aus der Archäologischen Sammlung Hamburg. 2022 verschwunden. Die Fälle wurden nie aufgeklärt. Woher wissen Sie all diese Dinge? Und warum haben Sie darüber recherchiert? Hier ist nicht der richtige Ort, um darüber zu sprechen. Schnell verließ sie die Bibliothek. Sie lief so schnell sie konnte zurück zu ihrer Wohnung. Sie schaute nicht nach links und nicht nach rechts. Sie lief einfach. Plötzlich tauchte ein schwarzes Auto mit dunklen Scheiben auf und ein schwarz gekleideter Mann stieg aus. Er stürzte auf Tanja zu. Sie erstarrte vor Angst. 1000 Gedanken schossen ihr in diesem Moment durch den Kopf. Doch bevor sie reagieren konnte, war es schon zu spät. Der Unbekannte zerrte Tanja in sein Auto und fesselte sie. Da lag sie und spürte nur, wie das Auto mit großer Geschwindigkeit losfuhr. Was Tanja nicht wusste, war, dass Nikolas ihr gefolgt war. Er hatte beobachtet, wie der Mann sie in das schwarze Auto zog. Ohne zu zögern sprang er in sein Auto und folgte dem schwarzen Wagen. Inzwischen war Tanja zu dem verlassenen Haus am Stadtrand gebracht worden. Mit gefesselten Händen saß sie jetzt ihrem Entführer gegenüber. Rühr dich nicht vom Fleck, sonst ergeht es dir schlecht. Auch Nikolas war inzwischen an dem Haus angekommen. Er zerschlug die Fensterscheibe, um hineinzugelangen. Doch der Entführer schlug ihn nieder und fesselte ihn. Was willst du von uns? Moment, die Fragen stelle ich hier. Wo befindet sich der ägyptische Falke? Belügt mich nicht, sonst wird es euch schlecht ergehen. Nikolas zögerte. Ich kann Ihnen sagen, wo sich das Objekt befindet. Es liegt vergraben an einem geheimen Ort. Ich kann Sie dorthin führen. Tanja erschrak. Den ägyptischen Falken gab es doch überhaupt nicht. Wieso behauptete Nikolas, er wüsste, wo das Objekt vergraben sei? Der Entführer verließ plötzlich das Zimmer. Nikolas, das kannst du nicht machen. Du bringst uns in Gefahr. Das Objekt existiert nicht. Das weiß ich ganz sicher. In diesem Moment kam der maskierte Mann zurück. Los, führ mich zu dem Falken. Aber wenn du mich belügst, war es das für dich und deine Freundin. Tanja bekam große Angst. Sie spürte, dass Nikolas und ihr Leben jetzt wirklich in Gefahr waren. Nikolas flüsterte Tanja zu. Es ist kompliziert, Tanja. Ich kann dir jetzt nicht alles sagen. Ich habe das Objekt mit einem 3D-Drucker hergestellt. Tanjas Herz schlug immer schneller. Die drei fuhren zu dem Ort, den Nikolas dem Entführer zeigte. Am Ufer eines Sees, mitten im Wald, fand der Entführer den falschen Falken.
Er hielt ihn in seiner Hand wie eine Trophäe. In diesem Moment wurde Tanja etwas bewusst. Der Maskierte würde sie sicher nicht am Leben lassen. Schließlich waren sie zu Mitwissern geworden, zu einer echten Gefahr für ihn. Ohne zu zögern sprang Tanja in den See. Sie wollte versuchen, zum anderen Ufer des Sees zu gelangen. Der Mann zielte auf Tanja und feuerte mehrere Schüsse ab. Dann richtete er die Pistole auf Nikolas. Nikolas war damit beschäftigt, die Wasseroberfläche zu beobachten. Aber Tanja tauchte nicht auf. Der Entführer bedrohte Nikolas weiter mit der Waffe. Komm, steig ein, wir fahren weiter. Deine Freundin ist sicher tot. Auf die brauchen wir nicht zu warten. Nikolas saß mit gefesselten Händen auf der Hinterbank des Wagens. Der Mann redete etwas vom unermesslichen Wert des Falken. Aber Nikolas' Gedanken waren nur bei Tanja. Was, wenn ein Schuss sie getroffen hatte und sie jetzt schwer verletzt im See schwamm? Niemand konnte ihr in dieser Lage helfen. Nikolas traute sich nicht, daran zu denken, dass sie auch tot sein könnte. Während seine Gedanken bei Tanja waren, näherten sich mehrere Polizeiwagen dem Auto. Sirenen erklangen. Sie kreisten den Wagen ein und brachten ihn zum Stehen. Die Polizisten nahmen dem Entführer seine Waffe ab und drückten ihn gegen sein Auto. Du hast mich reingelegt! Du Verräter! Nikolas dankte den Beamten, denn er hatte seine Mission erfolgreich beendet. Seit Monaten hatte er undercover gemeinsam mit der Polizei daran gearbeitet, diesen Mann zu finden. Und jetzt ist es ihm endlich gelungen. Aber dieser Erfolg brachte ihm keine Freude. Er machte sich schwere Vorwürfe. Wenn er Tanja gesagt hätte, dass er mit der Polizei zusammenarbeitet, wäre sie jetzt da. Er ließ seinen Blick zu den anderen Polizeiautos schweifen. Im hinteren Wagen sah er Tanja sitzen. Wie war sie dorthin gekommen? Er stand auf und auch sie stieg aus dem Wagen aus. Er konnte es nicht fassen, dass sie gesund vor ihm stand. Sie umarmten sich fest. Wie gut, dass du wohlauf bist, Tanja. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Einige Polizisten haben mich dort aufgegabelt. Ich habe mich gefragt, wie sie wissen konnten, dass ich dort bin. Bisher hat mir das noch keiner hier erklärt. Erzähl mir, Nikolas, was wird hier gespielt? Ich erzähle dir alles. Das Treffen, zu dem du eingeladen worden bist, hat die Polizei, mit der ich zusammenarbeite, organisiert. Ich war auch bei diesem Treffen und habe dich dort beobachtet. Du bist Polizist, Nikolas? Ja, sowas Ähnliches. Unser Ziel war es, einen Kunstdieb zu finden, der auch in den Jahren 2019, 2021 und 2022 extrem wertvolle Objekte gestohlen hat. Objekte im Wert von 700 Millionen Euro. Wir konnten jahrelang keine Spur des Täters finden. Aber wir wussten eins: Der Täter musste die Informationen über die Objekte von dir haben. Über all die gestohlenen Objekte hast du in der Vergangenheit geforscht. Du hattest die meisten Informationen über sie. Dann hat der Kunstdieb schon vor Jahren meinen Computer gehackt, ohne dass ich es gemerkt habe? Und er war es auch, den ich im Wald gesehen habe? Ja, das war er. Du wusstest nicht,
dass du von einem der meistgesuchten Verbrecher verfolgt wirst. Du bist wirklich ein großes Risiko eingegangen, als du in den Wald gefahren bist. Wir haben nicht damit gerechnet, dass du so ein Risiko eingehst. Daher haben wir zu einem Trick gegriffen. Wir haben ihn mit einem erfundenen Objekt angelockt, das angeblich 300 Millionen Euro wert ist. Du meinst mit dem erfundenen Falken? Ja, genau. Wir haben verdächtige Leute zur Konferenz eingeladen, in der Hoffnung, dass der richtige Fisch anbeißt. Dann hat er mich ausspioniert, um mehr über den Falken zu erfahren? Genau. Seit Jahren sammelt er Informationen über wertvolle Objekte. Du warst scheinbar seine Hauptquelle, ohne dass du es wusstest. Wir wussten, dass wir ihn über dich festnehmen können. Deswegen habe ich versucht, dich in der Bibliothek mit dem Fall vertraut zu machen. Wir waren aber nicht darauf vorbereitet, dass der Täter dich entführen könnte. Aber es ist so geschehen. Dein Sprung ins Wasser wäre nicht notwendig gewesen, weil alles für die Festnahme vorbereitet war. Wir haben den falschen Falken im Wald platziert und einen Sender eingebaut. Die Polizei wartete nur darauf, dass das Objekt mit dem Sender sich bewegte. Weißt du, was am schlimmsten an der Sache ist? Ich kenne den Täter. Der Täter ist einer meiner engen Freunde. Er hat mich früher mindestens einmal pro Woche besucht. Ich habe ihm manchmal von meinen Forschungen erzählt. Ich hatte aber keine Ahnung, dass er mich benutzt, um all diese wertvollen Objekte zu stehlen. Einer der Polizisten unterbrach das Gespräch und reichte Tanja eine Tasse Tee. Sie sollte sich jetzt von den Ereignissen der letzten Tage erholen. Der Täter gestand seine Taten und die Anklage gegen ihn wurde vorbereitet. Tanja und Nikolas waren nicht nur froh darüber, dass dieses böse Spiel jetzt ein Ende hatte, sondern auch darüber, dass sie sich auf diesem Weg kennengelernt hatten. Vokabeln und Ausdrücke. Der Absender. Das ist die Person, die einen Brief oder ein Paket verschickt. Es war ein Brief ohne Absender, ohne Namen. Die Aufklärung. Die Aufklärung, das sind die Erklärungen oder Informationen, die ein Ereignis verständlich machen. Ein Kunstobjekt im Wert von Millionen von Euro war verschwunden und eine ausgewählte Gruppe von Menschen wurde einbezogen, bei der Aufklärung des Falls zu helfen. Der Hinweis. Ein Hinweis ist eine Information oder ein Tipp, der hilft. Wer Hinweise liefert, erhält eine Belohnung im Wert von 150.000 Euro. Vergraben sein. Das heißt, unter der Erde versteckt sein. Wieso behauptete Nikolas, er wüsste, wo das Objekt vergraben sei? Die Flucht ergreifen. Die Flucht ergreifen bedeutet schnell weglaufen, um zu entkommen. Der Unbekannte erschrak, als er das Knacken des Holzes hörte und ergriff sofort die Flucht. Jemanden fesseln. Das bedeutet jemanden mit Seilen oder einem Strick festbinden, so dass er nicht fliehen kann. Der Unbekannte zerrte Tanja in sein Auto und fesselte sie. Jemanden in Gefahr bringen. Jemanden in Gefahr bringen bedeutet etwas tun, das für jemanden gefährlich ist. Du bringst uns in Gefahr. Maskiert sein. Maskiert sein heißt eine Maske tragen, um das Gesicht zu verstecken. Der Maskierte würde sie sicher nicht am Leben lassen. Der Entführer. Der Entführer ist eine Person, die jemanden gegen den eigenen Willen mitnimmt. Die Polizisten nahmen dem Entführer seine Waffe ab
Der Sender. Der Sender ist ein kleines technisches Gerät, das etwas sendet, wie ein Signal, zum Beispiel für einen Standort. Wir haben den falschen Falken im Valve platziert und einen Sender eingebaut. Als Tanja am Morgen den Briefkasten leerte, fand sie darin einen Brief. Es war ein Brief ohne Absender, ohne Namen. Hastig öffnete sie den Umschlag und las den Brief. Liebe Tanja, wir laden dich zu einer wichtigen Konferenz ein. Es geht um eine geheime Angelegenheit. Komme morgen früh um 7 Uhr zu dieser Adresse. Wichtig ist, dass du allein kommst und niemandem von der Konferenz erzählst. Das war der merkwürdigste Brief, den Tanja in ihrem Leben erhalten hatte. Tanja war Archäologin. Sie hat schon an vielen Orten in der Welt an Ausgrabungen teilgenommen. Aber zu einer geheimen Konferenz war sie noch nie eingeladen worden. Warum wurde in dem Brief nicht gesagt, worum es geht? Und warum hatte der Brief keinen Absender? Tanja versuchte, im Internet den Ort zu finden, zu dem sie morgen kommen sollte. Die folgende Nacht schlief Tanja sehr unruhig. Sie träumte wirre Dinge von einem Geheimtreffen, bei dem die merkwürdigsten Leute anwesend waren. Als Tanja am Morgen nach einem sehr unruhigen Schlaf erwachte, war sie unentschlossen. Einerseits erschien es ihr unsicher, einer so mysteriösen Einladung zu folgen. Auf der anderen Seite konnte sie aber ihrer Neugier nicht widerstehen. Sie machte sich bereit, schminkte sich und zog offizielle Kleidung an. Es war nicht einfach, das passende Outfit für ein Treffen zu finden, über das sie nichts wusste. Als Tanja an der Adresse ankam, die in dem Brief stand, war es schon dunkel. Das Gebäude wirkte verlassen. Sie war so aufgeregt, dass sie ihr Herz schlagen hörte. Eine Minute später stand sie in einem großen Saal. Der Saal war voller Menschen, die still und erwartungsvoll dasaßen. Tanja setzte sich in die erste Reihe. Kurz darauf trat ein sehr ernst blickender Mann vor die Menschen. Gut, dass Sie alle zu diesem äußerst wichtigen Treffen gekommen sind. Ich brauche dringend Ihre Mithilfe in einem Fall von großer Wichtigkeit. Es geht um einen merkwürdigen Fall, wie er in unserer Stadt so noch nie vorgekommen ist. Aus der archäologischen Staatssammlung verschwand vergangene Woche ein sehr wertvolles Objekt. Es handelt sich um eine einzigartige Statue eines ägyptischen Falken. Er besteht zu 87% aus Gold und sein Wert beträgt 3 Millionen Euro. Wir haben Hinweise, dass sich das Objekt in Deutschland befindet. Sie alle haben durch ihre Arbeit als Kunsthistoriker, Archäologen, Kunsthändler oder Detektive wertvolles Wissen, das helfen kann, den ägyptischen Falken zu finden. Wer Hinweise liefert, erhält eine Belohnung im Wert von 150.000 Euro. Das hatte Tanja nicht erwartet. Ein Kunstobjekt im Wert von Millionen von Euro war verschwunden. Und eine ausgewählte Gruppe von Menschen wurde einbezogen, bei der Aufklärung des Falls zu helfen. Am nächsten Morgen begann Tanja mit der Recherche. Der ägyptische Falke war ihr bisher noch nie begegnet. Sie durchsuchte alle ihre archäologischen Bücher. Da sie in den Büchern keinen Hinweis fand, recherchierte sie im Internet weiter. Auch auf den Webseiten der Museen
wurde kein ägyptischer Falke erwähnt. Nach 5-stündiger Suche wurde Tanja klar: Dieser ägyptische Falke existierte nicht. Er musste erfunden sein. Als Tanja am Abend an ihren Arbeitsplatz zurückkehrte, merkte sie, dass etwas mit ihrem Laptop nicht stimmte. Jemand versuchte, heimlich auf ihre Mails und ihre Ordner zuzugreifen. Sie nahm das Telefon und rief eine Freundin an, um sich einen Rat zu holen. Während sie redete, merkte sie, dass sie etwas ganz Bestimmtes tun musste. Sie musste dem Hacker eine Falle stellen. Tanja vermutete, dass das Hacken ihres Laptops mit der geheimen Konferenz zu tun haben könnte. Jemand versuchte, an Informationen über den ägyptischen Falken heranzukommen. Um den Hacker zu finden, legte Tanja geschickt eine falsche Spur auf ihrem Laptop. Sie markierte einen Standort im Wald und schrieb an eine erfundene Adresse, dass der wertvolle Falke dort vergraben worden ist. Dann stieg sie in ihr Auto und fuhr zu der Stelle, die sie markiert hatte. Sie hoffte, dass sie so die Person, die sie gehackt hatte, zu diesem Ort locken würde. Der Wald, den Tanja als das Versteck des ägyptischen Falken markiert hatte, war ein sehr verlassener Wald. Als sie ankam, staunte sie nicht schlecht. Ein schwarzer Mercedes stand am Waldrand. War es möglich, dass der Hacker sofort zu dieser Stelle gekommen war? Sie lief den Waldweg entlang, der zu der markierten Stelle führte. Außer dem Gesang der Vögel war kein Geräusch zu hören. Je tiefer sie in den Wald vordrang, desto beunruhigter wurde sie. Sie hatte nichts dabei, mit dem sie sich verteidigen konnte. Kein Messer, kein Spray, nichts. Sie blieb an einem großen Baum stehen, von dem aus sie einen guten Blick auf die markierte Stelle hatte. Es verging 1 Stunde, 2 Stunden und plötzlich tauchte die Gestalt eines Mannes auf. Mit seiner Schaufel grub er genau an der markierten Stelle. Während er grub, schaute er sich immer wieder ängstlich um. Tanja wollte sich noch besser hinter dem Baum verstecken, um unentdeckt zu bleiben. Doch sie trat auf ein Stück Holz, das unter ihren Füßen brach. Sie rutschte ab und fluchte leise: So ein Mist! Der Unbekannte erschrak, als er das Knacken des Holzes hörte, und ergriff sofort die Flucht. Panisch rannte er in die Richtung, aus der Tanja gekommen war. Zum Glück hatte er sie nicht hinter dem Baum entdeckt. Tanja war es auch nicht gelungen, sein Gesicht zu erkennen, denn es wurde schon langsam dunkel. Sie ärgerte sich, dass sie durch ihre Tollpatschigkeit eine einmalige Chance verloren hatte. Vielleicht war es die einzige Chance, den Mann zu finden, der Zugriff auf ihren Laptop hatte. Am nächsten Tag dachte sie lange darüber nach, wie sie jetzt weitermachen sollte. Wie hingen diese beiden Dinge zusammen? Ein Kunstobjekt, das wahrscheinlich gar nicht existierte, und ein unbekannter Hacker, der auf ihren Laptop zugriff. Als sie aus dem Fenster blickte, bekam sie einen Schock. Auf der Straße stand der schwarze Mercedes, den sie gestern im Wald gesehen hatte. Sie wurde verfolgt. Tanja verließ sofort ihre Wohnung. Sie nahm die Fluchttreppe im Hinterhof, um nicht entdeckt zu werden. Von dort rannte sie in die Bibliothek, die 5 Minuten von ihrem Haus entfernt lag. Sie schaute sich im Lesesaal um. Hier war sie sicher, denn niemand käme auf die Idee, in der Bibliothek nach ihr zu suchen. Ihr Blick fiel auf einen Mann, der regungslos am Fenster stand. Er schien ganz versunken in seine Gedanken zu sein. Auf einmal drehte er sich um
und schaute Tanja in die Augen. Waren Sie nicht auch auf dem geheimen Treffen, bei dem es um den ägyptischen Falken ging? Tanja bejahte die Frage des Mannes, der sich nicht einmal vorgestellt hatte. Ich verfolge schon länger Ihre Arbeit, Tanja. Sie haben schon in vielen archäologischen Zeitschriften interessante Artikel geschrieben. Ich bin übrigens Nikolas. Tanja erschrak. Woher kannte er ihren Namen? War er ein Spion oder einfach ein Kunstinteressierter? Mir ist aufgefallen, dass einige der Objekte, über die Sie einen Artikel geschrieben haben, später verschwunden sind. Die berühmte türkise Vase aus Kreta. Sie ist 2019 auf mysteriöse Art aus dem Berliner Kunstmuseum verschwunden. Die Büste des Poseidon aus der Archäologischen Sammlung Hamburg. 2022 verschwunden. Die Fälle wurden nie aufgeklärt. Woher wissen Sie all diese Dinge? Und warum haben Sie darüber recherchiert? Hier ist nicht der richtige Ort, um darüber zu sprechen. Schnell verließ sie die Bibliothek. Sie lief so schnell sie konnte zurück zu ihrer Wohnung. Sie schaute nicht nach links und nicht nach rechts. Sie lief einfach. Plötzlich tauchte ein schwarzes Auto mit dunklen Scheiben auf und ein schwarz gekleideter Mann stieg aus. Er stürzte auf Tanja zu. Sie erstarrte vor Angst. 1000 Gedanken schossen ihr in diesem Moment durch den Kopf. Doch bevor sie reagieren konnte, war es schon zu spät. Der Unbekannte zerrte Tanja in sein Auto und fesselte sie. Da lag sie und spürte nur, wie das Auto mit großer Geschwindigkeit losfuhr. Was Tanja nicht wusste, war, dass Nikolas ihr gefolgt war. Er hatte beobachtet, wie der Mann sie in das schwarze Auto zog. Ohne zu zögern sprang er in sein Auto und folgte dem schwarzen Wagen. Inzwischen war Tanja zu dem verlassenen Haus am Stadtrand gebracht worden. Mit gefesselten Händen saß sie jetzt ihrem Entführer gegenüber. Rühr dich nicht vom Fleck, sonst ergeht es dir schlecht. Auch Nikolas war inzwischen an dem Haus angekommen. Er zerschlug die Fensterscheibe, um hineinzugelangen. Doch der Entführer schlug ihn nieder und fesselte ihn. Was willst du von uns? Moment, die Fragen stelle ich hier. Wo befindet sich der ägyptische Falke? Belügt mich nicht, sonst wird es euch schlecht ergehen. Nikolas zögerte. Ich kann Ihnen sagen, wo sich das Objekt befindet. Es liegt vergraben an einem geheimen Ort. Ich kann Sie dorthin führen. Tanja erschrak. Den ägyptischen Falken gab es doch überhaupt nicht. Wieso behauptete Nikolas, er wüsste, wo das Objekt vergraben sei? Der Entführer verließ plötzlich das Zimmer. Nikolas, das kannst du nicht machen. Du bringst uns in Gefahr. Das Objekt existiert nicht. Das weiß ich ganz sicher. In diesem Moment kam der maskierte Mann zurück. Los, führ mich zu dem Falken. Aber wenn du mich belügst, war es das für dich und deine Freundin. Tanja bekam große Angst. Sie spürte, dass Nikolas und ihr Leben jetzt wirklich in Gefahr waren. Nikolas flüsterte Tanja zu. Es ist kompliziert, Tanja. Ich kann dir jetzt nicht alles sagen. Ich habe das Objekt mit einem 3D-Drucker hergestellt. Tanjas Herz schlug immer schneller. Die drei fuhren zu dem Ort, den Nikolas dem Entführer zeigte. Am Ufer eines Sees, mitten im Wald, fand der Entführer den falschen Falken. Er hielt ihn in seiner Hand
wie eine Trophäe. In diesem Moment wurde Tanja etwas bewusst. Der Maskierte würde sie sicher nicht am Leben lassen. Schließlich waren sie zu Mitwissern geworden, zu einer echten Gefahr für ihn. Ohne zu zögern sprang Tanja in den See. Sie wollte versuchen, zum anderen Ufer des Sees zu gelangen. Der Mann zielte auf Tanja und feuerte mehrere Schüsse ab. Dann richtete er die Pistole auf Nikolas. Nikolas war damit beschäftigt, die Wasseroberfläche zu beobachten. Aber Tanja tauchte nicht auf. Der Entführer bedrohte Nikolas weiter mit der Waffe. Komm, steig ein, wir fahren weiter. Deine Freundin ist sicher tot. Auf die brauchen wir nicht zu warten. Nikolas saß mit gefesselten Händen auf der Hinterbank des Wagens. Der Mann redete etwas vom unermesslichen Wert des Falken. Aber Nikolas' Gedanken waren nur bei Tanja. Was, wenn ein Schuss sie getroffen hatte und sie jetzt schwer verletzt im See schwamm? Niemand konnte ihr in dieser Lage helfen. Nikolas traute sich nicht, daran zu denken, dass sie auch tot sein könnte. Während seine Gedanken bei Tanja waren, näherten sich mehrere Polizeiwagen dem Auto. Sirenen erklangen. Sie kreisten den Wagen ein und brachten ihn zum Stehen. Die Polizisten nahmen dem Entführer seine Waffe ab und drückten ihn gegen sein Auto. Du hast mich reingelegt! Du Verräter! Nikolas dankte den Beamten, denn er hatte seine Mission erfolgreich beendet. Seit Monaten hatte er undercover gemeinsam mit der Polizei daran gearbeitet, diesen Mann zu finden. Und jetzt ist es ihm endlich gelungen. Aber dieser Erfolg brachte ihm keine Freude. Er machte sich schwere Vorwürfe. Wenn er Tanja gesagt hätte, dass er mit der Polizei zusammenarbeitet, wäre sie jetzt da. Er ließ seinen Blick zu den anderen Polizeiautos schweifen. Im hinteren Wagen sah er Tanja sitzen. Wie war sie dorthin gekommen? Er stand auf und auch sie stieg aus dem Wagen aus. Er konnte es nicht fassen, dass sie gesund vor ihm stand. Sie umarmten sich fest. Wie gut, dass du wohlauf bist, Tanja. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Einige Polizisten haben mich dort aufgegabelt. Ich habe mich gefragt, wie sie wissen konnten, dass ich dort bin. Bisher hat mir das noch keiner hier erklärt. Erzähl mir, Nikolas, was wird hier gespielt? Ich erzähle dir alles. Das Treffen, zu dem du eingeladen worden bist, hat die Polizei, mit der ich zusammenarbeite, organisiert. Ich war auch bei diesem Treffen und habe dich dort beobachtet. Du bist Polizist, Nikolas? Ja, sowas Ähnliches. Unser Ziel war es, einen Kunstdieb zu finden, der auch in den Jahren 2019, 2021 und 2022 extrem wertvolle Objekte gestohlen hat. Objekte im Wert von 700 Millionen Euro. Wir konnten jahrelang keine Spur des Täters finden. Aber wir wussten eins: Der Täter musste die Informationen über die Objekte von dir haben. Über all die gestohlenen Objekte hast du in der Vergangenheit geforscht. Du hattest die meisten Informationen über sie. Dann hat der Kunstdieb schon vor Jahren meinen Computer gehackt, ohne dass ich es gemerkt habe? Und er war es auch, den ich im Wald gesehen habe? Ja, das war er. Du wusstest nicht,
dass du von einem der meistgesuchten Verbrecher verfolgt wirst. Du bist wirklich ein großes Risiko eingegangen, als du in den Wald gefahren bist. Wir haben nicht damit gerechnet, dass du so ein Risiko eingehst. Daher haben wir zu einem Trick gegriffen. Wir haben ihn mit einem erfundenen Objekt angelockt, das angeblich 300 Millionen Euro wert ist. Du meinst mit dem erfundenen Falken? Ja, genau. Wir haben verdächtige Leute zur Konferenz eingeladen, in der Hoffnung, dass der richtige Fisch anbeißt. Dann hat er mich ausspioniert, um mehr über den Falken zu erfahren? Genau. Seit Jahren sammelt er Informationen über wertvolle Objekte. Du warst scheinbar seine Hauptquelle, ohne dass du es wusstest. Wir wussten, dass wir ihn über dich festnehmen können. Deswegen habe ich versucht, dich in der Bibliothek mit dem Fall vertraut zu machen. Wir waren aber nicht darauf vorbereitet, dass der Täter dich entführen könnte. Aber es ist so geschehen. Dein Sprung ins Wasser wäre nicht notwendig gewesen, weil alles für die Festnahme vorbereitet war. Wir haben den falschen Falken im Wald platziert und einen Sender eingebaut. Die Polizei wartete nur darauf, dass das Objekt mit dem Sender sich bewegte. Weißt du, was am schlimmsten an der Sache ist? Ich kenne den Täter. Der Täter ist einer meiner engen Freunde. Er hat mich früher mindestens einmal pro Woche besucht. Ich habe ihm manchmal von meinen Forschungen erzählt. Ich hatte aber keine Ahnung, dass er mich benutzt, um all diese wertvollen Objekte zu stehlen. Einer der Polizisten unterbrach das Gespräch und reichte Tanja eine Tasse Tee. Sie sollte sich jetzt von den Ereignissen der letzten Tage erholen. Der Täter gestand seine Taten und die Anklage gegen ihn wurde vorbereitet. Tanja und Nikolas waren nicht nur froh darüber, dass dieses böse Spiel jetzt ein Ende hatte, sondern auch darüber, dass sie sich auf diesem Weg kennengelernt hatten.